Hallo Thomas, was genau ist denn Clawning? Clawning ist ein in Deutschland neues Vorzelt, beziehungsweise auch als normales Zelt verwendbar, das die Möglichkeit bietet, mit Ofen beheizt zu werden. Das ist eigentlich jetzt, sage ich mal, so das Alleinstellungsmerkmal im Gegensatz zu anderen Tippis oder so. Und neu ist eben auch die Verbindung zu diversen Fahrzeugen. Funktioniert eigentlich vom Wohnwagen bis zum größeren Wohnmobil bei fast jedem Fahrzeug. Also VW-Bus, normales teilintegriertes Wohnmobil, so ein kleiner Mini-Wohnwagen, fast überall. Das ist ziemlich neu, oder? Das ist sehr neu hier in Deutschland, wird seit diesem Jahr jetzt hier vertrieben. Wir sind immer auf der Suche nach Kunden, die, sage ich mal, Lust auf ein bisschen was Neues haben, ein bisschen was anderes. Nicht so ein Plastikvorzelt, sondern so ein bisschen mehr natürlich, schönes Baumwoll-Mischgewebe, das sehr schön atmet, trotzdem wasserdicht ist, gibt ein sehr schönes Klima und alle unsere Kunden, die es gekauft haben, sind begeistert. Also wir haben hier einen ganz normalen dreieckigen Eingang. Hier haben wir, da kann man einzeln, jeweils hier mit so kleinen Schlaufen, haben wir dann einmal die normale Tür sozusagen und hier nochmal mit Mückengitter natürlich. Das gleiche auf der anderen Seite zum Fahrzeug, sodass man alles wirklich komplett verschließen kann. Und also wenn jetzt wirklich schlechtes Wetter ist oder man dann auch, wenn irgendwie jetzt Mücken unterwegs sind, lüften kann, aber trotzdem alles vor Mücken sichern kann. Zusätzlich haben wir hier die Möglichkeit, zwei Haken oder einen Haken miteinander zu verbinden. Das sieht man hier. Den kann man hier einhängen. Wenn man das gleich auf der anderen Seite macht, dann faltet sich das so hoch, so dass selbst wenn das Wasser quasi hier sehr hoch steht, dass einem nichts ins Zelt hineinläuft. Wenn es jetzt nicht regnet, sondern extrem heiß ist, hat man wiederum ein anderes kleines Gimmick. Da kann man hier an dem Reißverschluss, oder hier drüben kann ich es mal zeigen, kann man den ganzen Boden absippen, also auf 360 Grad, und kann diesen Teil hier bis da, wo die Schräge anfängt, komplett hochrollen, festmachen. Und dann hat man quasi wie so ein Sonnensegel und man kann auch bei 30 Grad oder so wunderschön hier drin sitzen und hat eine schöne Sommerbrise. Ist zirkuliert. Genau. Ja, hier haben wir jetzt den Ofen. Wenn es jetzt gerade ein bisschen kühler ist, da haben wir so ein Riffelblech Podest. Normalerweise haben wir dann noch die Möglichkeit, wer jetzt kein Podest haben will, eine feuerfeste Funkenmatte, die wir drunter legen. Dann haben wir unterschiedliche Öfen. Wir haben 4 unterschiedliche, ein bisschen größer noch, mit einem schönen großen Sichtfeld, damit das sehr schön gemütlich ist. Dann haben wir auch so einen in Edelstahl, wo hinten ein kleiner Ofen mit drin ist. Da kann man dann Brötchen aufbacken, Pizza aufbacken oder sowas. Oder dann so eine Art Kanonenofen, das einfachste Modell für den kostenbewussten Käufer, sage ich mal, der halt wirklich jetzt nur Wert auf die Wärme legt. Aber ich empfehle den Kunden eigentlich immer den großen mit dem schönen Sichtfeld. Das macht wirklich die Atmosphäre aus. Ja. Sicherheitstechnisch haben wir hier ein Baumwollgewebe, das mit Fiberglas umhüllt ist, was standardmäßig eingenäht ist. Dann haben wir hier den Durchbruch für die Rohre. Das wird mit dem sogenannten Flashing Kit hier dann verschraubt. Das ist eine Silikontülle, die bis 300 Grad problemlos die Hitze aushält. Für jemanden, der sehr gerne es sehr, sehr warm hat, bieten wir auch für das Zwischenstück hier ein doppelwandiges Rohr an. Das ist dann isoliert, damit das Silikon wirklich nicht angegriffen wird, selbst wenn die Rohre hier anfangen zu glühen, damit das auch feuertechnisch überhaupt kein Thema ist. Also das ist alles auch fast idiotensicher, sage ich mal. Das Einzige, auf was man natürlich achten muss, ist, dass genügend Sauerstoff ins Zelt kommt. Man kann jetzt nicht alles zumachen, also wirklich komplett hermetisch abschließen und dann hier das Feuer komplett laufen lassen. Man muss immer darauf achten, dass genügend Sauerstoff dazukommt. Dafür haben wir hier an 4 Stellen so Halbmonde eingenäht, die man quasi so aufmacht. Und da kann sich das Feuer dann quasi den Sauerstoff einfach dazu hinsaugen sozusagen. Das kann man natürlich auch. Bei uns wird alles schön verstaut, kann man dann so aufrollen und auch mit diesen Schlaufen dann festmachen. Ja. Gut, dann haben wir hier die Zentralstange. Das ist eigentlich der einzige
wirkliche Punkt, an dem das Zelt fixiert ist. Nur die beiden Rahmen der jeweiligen Türen sind noch dabei, ansonsten braucht man außen nur die Haken und das war's. Dann steht das Zelt schon. Ein Geübter, der das schon ein paar Mal gemacht hat, sage ich mal, baut das Zelt in also höchstens 15 Minuten auf. Wobei viele sind immer sehr, wie soll ich sagen, zurückhaltend, weil sie denken, dass der Aufbau sehr schwer ist oder so, aber das ist wirklich einfach, kein Problem. Wir haben auch für alles, was wir anbieten, haben wir Tutorials auf Video bei YouTube. Und so kann jeder wirklich Step by Step sich das angucken und dann ohne Probleme aufbauen. In England vertreiben wir die Stühle auch, jawohl, genau. Das machen wir in Deutschland noch nicht, aber wir bieten im Set natürlich auch diese Bodenmatten an. Die sind extra rund geschnitten und zweiteilig, damit man sie besser hier reinkriegt. Dann haben wir noch eine Schutzplane unten für das Zelt, damit das Zelt von unten, wenn es sehr stark regnet oder so, nicht schlammig wird und dass man das Zelt dann einfach besser zusammenrollen kann und dann wirklich sauber wegpacken kann. Und dann muss man sich nur um die PVC-Plane unten kümmern, die auch extra rund geschnitten ist, sodass das einfach einfacher ist. Ne? Also das, wie gesagt, das Zelt, das kommt aus England. Die haben genug mit schlechtem Wetter, Wind und Regen zu tun, also die wissen, was sie tun, deswegen ist das alles wirklich sehr gut durchdacht. Also da hatte ich auch bisher noch überhaupt keine Probleme mit Wasser oder Wind oder so. Das Zelt ist eigentlich das Letzte, das noch steht normalerweise, wenn Windsturm ist. Apropos Wind, magst du mal kurz zeigen, wie es abgespannt wird? Ja, kann ich. Gerne. Also ich fange einfach mal an, wie man das Zelt aufbaut. Man fängt einfach an, unten die Bodenplane auszulegen. Dann obendrauf kommt das zusammengerollte Zelt, rollt das einfach aus. Dann fängt man an, hier den Boden mit den Haken einmal außenrum zu fixieren, damit der Boden schon mal steht. Dann geht man mit der Stange, die viermal geteilt ist, geht man hier quasi so rein, stellt das Zelt auf. Dann steht das Zelt bereits und fällt nicht mehr um. Deswegen macht man vorher den Boden fest, weil sonst sich der Boden bewegen kann. Aber so steht das Zelt dann schon mal. Dann hängt man noch jeweils hier diese Rahmen ein für die Türen. Die sind auch in Segmente geteilt, die aber miteinander verbunden sind, sodass man nicht so einen Salat hat. Das auf beiden Seiten, auf beiden Eingängen. Dann geht man wieder raus und fängt an, die Sturmleinen abzuspannen. Da haben sich die Engländer auch was ganz Schönes einfallen lassen. Das heißt, man setzt das einfach im passenden Abstand zum Zelt ab. Und dann haben wir hier so kleine Schiffchen, mit denen wir nachträglich, ohne das irgendwie nochmal aufmachen zu müssen, die Spannung verstellen können. Dann ziehen wir das einfach so gerade und schon hält es. Und das macht man einmal außen rum. Und das war's, dann steht das Zelt. Standardmäßig und das Einfachste ist wirklich, hier haben wir fest verbaut oder vernäht eine Kederschiene, sodass das Vorzelt, das Verbindungsstück problemlos an jede Markise dran passt, an jede Kederschiene oder sowas. Das ist überhaupt kein Problem. Dann haben wir noch die Möglichkeit, das wird jetzt ein bisschen schwierig, das hier zu zeigen, haben wir hier einen kleinen Tunnel eingearbeitet. Hier sieht man den. Da kommt dann eine Metallstange durch. So, Moment, ich senke es mal ab. Genau, jawohl, jetzt sieht man es. Da kann man hier eine Metallstange durchstecken, die wir natürlich auch im Angebot haben. Dann passt das in diverse Regenrinnen, zum Beispiel für alte VW-Busse vom T1 bis T3. Dann nimmt man nur so kleine Klemmen, klemmt das fest. Ich sag mal, dann gibt es noch die Möglichkeit, wie wir es jetzt hier gemacht haben, haben wir hier so Schlaufen, dass man das wirklich mit Spanngurten einfach hinterzieht. Wenn man jetzt keine spezielle Vorrichtung dafür hat, wenn man nur einen Dachträger oder so hat, dann ist das auch kein Problem. Und last but not least haben wir hier oben auch noch Ösen, da kann man dann auch noch mal was durchziehen. Wenn man jetzt überhaupt nichts hat, dann kann man das quer übers Fahrzeug ziehen und dann auf der anderen Seite mit Ankern einfach im Boden verankern. Also wir hatten bisher, wenn man sich ein bisschen Gedanken macht, noch keine Probleme, das irgendwo festzulegen. Zusätzlich wird das natürlich dann hier auch seitlich abgespannt, so dass man hier zumindest windgeschützt ist. Da muss es aber schon sehr stark regnen, dass da in der Regen dann reinzieht. Das ist aber eigentlich nicht wirklich relevant. Kann man natürlich absitzen. Hier ist alles per Reißverschluss miteinander verbunden. So dass man auch, wenn man jetzt möchte,
das Zelt alleine stehen lassen kann. Und wenn man sagt, wir fahren jetzt irgendwie, wir möchten einen Ausflug machen, dann sippt man das quasi einfach ab, nimmt das Zwischenteil ab, lässt das einfach stehen und kann mit dem Fahrzeug oder mit dem Wohnwagen weiterfahren, kein Problem. Und danach kann man es einfach wieder dran sippen, man muss nicht alles wieder einpacken, sodass das deutlich einfacher ist. Wir haben auch noch für diese Kederschiene unser sogenanntes Drive-Away-Kit. Da wird mit so einem Doppelrahmen wird quasi da ein Keder dazwischen geschaltet, sodass man nur noch diese Kunststoffrahmen abziehen muss. Dann kann man das Zelt einfach oder die Verbindung einfach absinken lassen und dann auch gleich weiterfahren, sodass das problemlos möglich ist, auch für kurze Ausflüge mal zum Einkaufen zu fahren oder so. Man muss nicht alles komplett abbauen. Das Zelt an sich wiegt allem drum und dran, so wie es da steht. Das ist jetzt die kleinere Variante mit 4 Metern Durchmesser und 2,50 Meter Höhe bei ca. 27 Kilo. Dazu kommt dann noch natürlich der Ofen, den haben wir aber auch in verschiedenen Größen, wie ich schon gesagt habe. Inzwischen ja, so 10 bis, die kleinen wiegen 10 Kilo, die großen gehen hoch bis 20 Kilo. Das muss man sich halt auswählen, je nachdem, ob man jetzt Probleme mit der Zuladung hat oder nicht. Also, das große Zelt ist ein bisschen schwerer, das liegt bei guten 30 Kilo, ist aber auch erheblich größer. Das hier, würde ich sagen, ist jetzt für 2 bis 3 Personen perfekt. Wenn man aber sagt, man fährt mit Familie oder vielleicht oder mit Familie mit Hund oder so, Hunde mögen die Zelte sehr, sehr gerne, würde ich das größere nehmen. Das hat dann 5 Meter Durchmesser und einfach, es ist auch deutlich höher nochmal. Also das ist nicht nur 2,50, sondern 3 Meter hoch und dadurch wird auch der Innenraum ist bedeutend größer. Also für Familien würde ich immer das große nehmen. Das ist die Tasche für sowohl das 4 als auch das 5 Meter Zelt. Da passt alles rein. Also da passt der Verbindungstunnel rein, da passt das Gestänge rein. Im Prinzip alles bis auf den Ofen, kann man sagen. Und wir haben die Taschen auch extra so gemacht, dass man, auch wenn alles drin ist, immer noch genügend Platz hat. Also ich hasse nichts mehr, als wenn man irgendwas rausnimmt aus der Verpackung und es nicht wieder reinkriegt. Deswegen ist das wirklich groß geschnitten, sodass man auch, wenn man mal was ein bisschen schlampig zusammenlegt, das trotzdem ohne Probleme zu machen. Hier sieht man noch ein paar Beispiele, wo wir die Zelte schon rangebaut haben. Die meisten Beispiele sind aus England. Dort verkaufen wir das Produkt schon seit 10 Jahren. Und da ist das hauptsächlich in der VW-Bus-Szene sehr, sehr verbreitet. Es gibt sogar ein eigenes Glauning Festival, einmal im Jahr in England. Da laden wir auch alle unsere Eigentümer aus Deutschland natürlich immer mit ein, die dann mit nach England kommen und da mit uns feiern. Wenn ihr mehr Infos wollt, könnt ihr einfach auf unsere Homepage gehen, www.glauning.de. Der Lars wird das natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinken, so heißt das, glaube ich. Ne? Und ja, ihr findet auch jede Menge Videos auf YouTube. Ansonsten schreibt mir über info@glauning.de einfach eine E-Mail, fragt an, ich helfe euch gerne.